Yo, was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Kaso, zurück mit noch mehr K-Pop-Content, of course. Und dieses Mal mit niemand geringerem als aespa. Wir hatten ja letztens schon so einen Anlauf mit aespa gehabt, aber es hat nicht so ganz funktioniert, weil ich so ein bisschen geprankt wurde. Aber naja, it is what it is. Heute jedoch gibt es eine Reaction auf aespa, auf deren richtiges Comeback, auf das Musikvideo Spicy. Eine Sache schon mal vorweg. Ich wollte auch auf Welcome to My World reagieren. Das Problem ist einfach nur, dass ich wegen der Arbeit ein bisschen zu hart am Struggeln bin aktuell. Also ich bin legit am Fullzeit kloppen momentan. Dementsprechend finde ich jetzt nicht so viel Zeit für YouTube-Content. Gibt so einiges noch auf der Pipeline. Wie gesagt, Welcome to My World habe ich schon gehört. Daher kann ich leider keine Blind Reaction dazu machen. Ich kann schon mal vorab sagen, dass der Song ist genial. Ich habe durchgehend, wie lang ging der Song? 3 Minuten 20 oder so. Ich habe durchgehend nur Gänsehaut gehabt. Also es war wirklich, wirklich wild. Also es war krank. Ich habe mir das angehört und holy crap, die haben mich sofort abgeholt mit dem Track. So, ne? Also aespa macht wieder aespa-Sachen. Und ich bin extrem, extrem gehypt auf Spicy. Ich muss auch an der Stelle sagen, aespa hat auch einen besonderen Platz hier in meinem Herzen so. Einfach, ich verbinde so viele geile Momente und so schöne Zeit mit aespa. Als Beispiel so ein kleine Story. So eine Reise zu Phantasialand zum Beispiel mit meinem kleinen Bruder. Ich und mein kleiner Bruder alleine. Das war irgendwann, 2 Jahren meine ich war das. Herbst. Da sind wir dann nach Phantasialand gefahren und während der Fahrt haben wir wirklich durchgehend nur K-Pop gepumpt. Von Blackpink bis aespa, alles mögliche, Idol lief und so weiter. Aber aespa halt am meisten. Und sowas wie Black Mamba, Savage, Next Level zum Beispiel, das sind so, sobald ich diese Songs höre, kommen sofort diese schönen Vibes, diese geilen Erinnerungen wieder in meinen Kopf. Daher, ne, aespa hier schön im Herzen. Ich bete zu SM Entertainment, zu den Führungskräften und zu Gott auch. Ich bete zu allem, was nötig ist, dass aespa bei dem K-Pop Bang dabei ist. Wir haben uns Tickets geholt. Wer auch beim K-Pop Bang dabei sein sollte, ich bin auch da auf jeden Fall. Also, man sieht sich vielleicht. Und wie gesagt, ey, wir sind so hyped. aespa hat leider noch nichts angekündigt, das ist das Problem. Wir haben noch keine offizielle Bestätigung von aespa, beziehungsweise von SM Entertainment an sich. Die Line-Ups stehen zwar in den Touren, beziehungsweise in den Festivals selbst. Die sind als Line-Up quasi, ne, stehen die drauf. Das Problem ist halt einfach nur, wir wissen noch nichts oder wir haben nichts Offizielles von denen. Daher können wir nur hoffen und beten. Weil es sind ja schon in der Vergangenheit bei solchen Events schon so ein paar Tragödien passiert, dass einige große Bands oder Groups halt abgesagt haben. Und vor allem hoffen wir auch, dass es nicht so eine Katastrophe wie K-Pop Flex werden wird wie letztes Jahr. Auf jeden Fall, die Tickets sind safe. Wann war das? Am 9.9. werden wir da sein. Wie gesagt, mit ganz, ganz, ganz viel Glück und Hoffnung und viele Gebete wird dann aespa auch dabei sein. Und wir sind ultimativ da drauf. Also, wow. Das wird dann vielleicht der Moment sein, wo wir aespa sehen werden. Unsere Tickets, das hier sind by the way unsere Plätze. Wir haben einfach geblecht, Junge. Ich bereue es ja schon, dass ich für Twice nicht diese 200 € aufbringen konnte, dass ich die besuchen kann. Ich habe Twice leider aufgegeben. Ich habe die Tickets nicht gekauft. Also Day One. Jetzt ist es sowieso zu spät. Jetzt kannst du 40.000 € dafür zahlen. Also it's over. Ja, also wenn ihr jetzt noch Tickets bekommen wollt, seid ready für 300-400 €. Es ist einfach nur unmenschlich, die Preise. Es ist unfassbar ultimativ frech. Also ich bin wirklich entsetzt von diesen Preisen, ja. Ich war auf sämtlichen Konzerten in meinem Leben. Ich war auf so vielen Metal-Konzerten, ich war auf so vielen Pop-Konzerten und auf Alternative-Konzerten und hast du nicht gesehen. Aber noch nie habe ich 170 € für Tickets bezahlt, you know. Für Twice hätten wir sogar noch mehr blechen müssen. Imagine. Ja, das ist nicht mehr human, das ist nicht mehr menschlich, so. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwas läuft hier gerade schief, so. But ihr wisst, was jetzt kommt. It is what it is. Dafür, wie gesagt, mit ganz viel Glück sehen wir dann vielleicht eines unserer Favorites, nämlich aespa, halt beim K-Pop Bang am 9.9. dieses Jahres. Und ja, wir werden legit hier stehen. Toi, 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 an der Stelle. So, aber heute genug geschnackt. Geht es um Spicy. Da habe ich nämlich noch nicht reingehört. Das wird ein vollkommen blindes Reaction sein. So, here it is. Itzy Copy. aespa Spicy has no flavor. Stimmt. Ich habe bei den Teasern, habe ich auch selbst zu Kennern, also zu meinem kleinen Bruder gesagt, yo, vom Stil her, hat da JYP irgendwie aespa gekauft oder so, weil irgendwie vom Stil her, vom Musikvideo her meine ich, vom Aufbau, oder der Teaser zumindest, hat mir schon so ein bisschen JYP-Vibes gegeben, so, ne, also dieses knallige, dieses ultimativ bunte, das war schon eher weniger aespa-like, aber wir werden jetzt sehen. Offizielle Musikvideo, let's go. Okay, es geht schon mal los. Eine Sache vorab. Diese Ära gehört Carina. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, weiter geht's.
Ja. Die Ära gehört Carina. Ist mir egal, was ihr sagt. Diese Ära gehört ihr. Wollt ihr darum kämpfen? Wait, ist das real? Hatte Giselle schon vorher diesen Tattoo? Cute, auf jeden Fall. No. Okay, es ist aufgemacht. Ja, Ning Ning hat hier auch irgendwas tätowiert. Ich glaube nicht, dass es... I don't know. Oh, Junge! Hold up. Bisher. Junge, was hat da Ning Ning auf ihrem Dekolleté? Es sieht zu cute aus. Ich muss das nochmal kurz analysieren. Okay. Oh! Ey, boah! Wirklich, der Drop in die Hook ist böse. Es ist böse. Wobei ich jetzt aktuell nicht weiß, ob das jetzt der Chorus oder der Pre-Chorus ist an der Stelle. Dance Break. Digga, das ist sowas von Carinas Ära, Digga. Das... Alter. Junge, dieser Part ist amazing. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Refrain ist oder so, aber dieser Part ist amazing. Okay, dieser Part, diese Stelle könnte vielleicht so ein kleines bisschen so eine Ähnlichkeit zu EC haben, vom Stil her, so maybe. Aber nur dieser Part, nur diese eine Stelle. Ansonsten ist das komplett essbar. Also. Moment mal, Ning Ning aber auch anders hier. Moment. Wo sie da gerade diese Pose hat. Ning Ning hat aber auch wieder... Ich bin halt biased, okay? Ning Ning biased, nur dass ihr es wisst, aber Carina erobert ja gerade ein Stück weit mein Herz, muss ich ehrlich zugeben, Alter.
Alter, ich werde gerade wirklich Carina beißen, ne? For real. Sie stößt gerade Ning Ning runter, ich weiß auch nicht, aber... Okay, that was it. Ja. Ja, das... Also, I mean, come on, also, es ist keine Frage. Da zögere ich kein bisschen so. Nein, no! Es ist so, ich hasse diese App, ne? Ja, wie gesagt, Welcome to My World auch schon direkt in die Liste gepackt, ne? Weil auch das hier, das habe ich heute, by the way, durchgehend auf Dauerschleife von der Arbeit, also auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gehört. Das ist so ein chilliger, auch dieser Gitarrenlick dabei, ne? Lass mal ganz kurz da reinpieken, nur ganz kurz. Dieser Part hier. Ich habe so Bock, diese Gitarre zu schnappen und das irgendwie nachzucovern, jetzt auf der Stelle, Alter. Man. You know, it's amazing. Aber auch wie Carina wieder aussieht, Digga. Diese Haare stehen ihr so gut, Mann. Es ist... 10 von 10 so. Da brauchen wir nicht weiter darüber zu diskutieren. 10 von 10. Es ist instant auf meiner Liste gelandet. Ich habe, wie gesagt, durchgehend, wie lange geht das? 3 Minuten 30. Ich hatte konstante Gänsehaut, ne? Und ich habe so Bock, diesen Gitarrenlick zu covern. Ich werde mir wahrscheinlich dieses Ding da gleich schnappen. Ein bisschen rumexperimentieren und vielleicht lade ich das auf Twitter oder auf Discord hoch. Stay tuned. Ja, aber wie gesagt, nochmal ganz kurz abschließend eine Bewertung zu Spicy zu geben. Videoclip ist dieses Mal anders als Welcome to My World. Welcome to My World, nur mal ganz kurz dazu was zu sagen, war sehr basic, ne? Wir haben da kaum CG gehabt. Das einzige, was CG war, war Navis, wie die im Real World drin war. Genau, ich werde jetzt auch nicht wirklich viel zu Lore labern, ganz ehrlich. Die Lore ist huge. Also wer Interesse an der Lore hat, geht auf aespa, auf deren YouTube-Channel und guckt euch einfach die Folgen durch. Ich denke mal auch, deren jetziges EP wird zur Lore anknüpfen, I guess. I mean, Navis ist jetzt bei uns im Real Life quasi, ne? Sie ist jetzt hier auf der Erde so, das hatten wir, glaube ich, bisher auch noch nie, aber wie gesagt, das ist jetzt auch wieder eine andere Geschichte so. Ich will jetzt nicht so viel über die Lore sprechen, das wird auch wieder den Rahmen sprengen. Wie schon gesagt, wer Bock hat auf die Lore, ne, auf aespa gehen und dann kann man sich das geben. So, zu Carina brauche ich nichts sagen, sie hat alles genailt wieder. Gesang ist wieder over the top, so ein bisschen habe ich Winters High Notes vermisst. Fast bei jedem Song gibt es eine Stelle, wo sie komplett eskaliert, aber irgendwie kam das dieses Mal nicht so ganz durch. Vielleicht hier so am Ende so ein bisschen. Hier an dieser Stelle meine ich war das. But that's all, right? Da kam halt nicht mehr von ihren High Notes. Also anders wie bei Savage zum Beispiel oder Black Mamba. Ja, das hat so ein bisschen gefehlt, aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch so, ne? Der Song ist von vorne bis hinten ein Banger. Es hat mich sofort gecatcht. Jedes Mal, wenn ich Carina sehe, kriege ich schon Gänsehaut. So, I mean, Digga, aber auch Winter, ne? Also lass mal ganz kurz objektiv deren Visuals bewerten. 10 von 10. Alle. Alle 4. So. Mehr brauchen wir nicht dazu zu sagen. Genau, vom Stil her, vom Videoclip, wie gesagt, Videoclip gab mir schon doch so ein bisschen mehr Itzy, beziehungsweise mehr so Twice, also sagen wir mal JYP-Style, also mehr so JYP-Vibes. Es war halt dieses knallige, diese extremen Cuts, ne, wie man es aus JYP kennt. Das hat mir so ein bisschen die Vibes gegeben. Da kann ich halt, da kann ich, wie gesagt, dieses Thumbnail ein Stück weit nachvollziehen. Ich werde jetzt nicht auf dieses Video klicken. Ich laber jetzt schon 20 Minuten, also genau. Also ich würde nicht sagen, das ist keine Itzy-Kopie in dem Sinne.
Nur ein kleines Stückchen vom Stil, wie gesagt, vom Musikvideo her, von den Farben, von den Color Gradings, da ist das schon so mehr JYP-like. Aber der Stil, der Song ist immer noch aespa. So, I mean, es ist immer noch aespa, also vom Stil, von den Beats, vom Klang her. Außer halt diese eine einzige Stelle. Auch der Dance, Junge. Also dieser Part hier gibt mir schon tatsächlich Itzy-Vibes. So ein bisschen, ne? Aber auch der Dance, warte mal, der Dance war schon cute gerade, dieser eine Move. Moment, ganz kurz. Also ja, der Dance ist auch cute. Müsste man eigentlich auf eine Dance-Practice reagieren, actually, um ehrlich zu sein. Ich kann mir auch echt vorstellen, jetzt gerade, wo ich so darüber nachdenke, so. I mean, Itzy und aespa haben ja auch irgendwo eine gewisse Connection, so, ne? Also die kennen sich. Als Beispiel, wir wissen, dass Karina und Yeji als Beispiel, dass die schon irgendwie so eine gewisse Connection haben. Dass die irgendwie so, die geben auf jeden Fall so den Eindruck, als wären die so Friends, als wären die close, so, ne? Und es kann halt, ich will das nicht abstreiten, dass vielleicht auch SM, beziehungsweise das aespa, also aespa an sich jetzt nicht unbedingt, aber die Choreografen oder die Producer etc., Manager, was auch immer, dass sie vielleicht ein Stück weit etwas von JYP, von Itzy vielleicht abgeguckt haben. Es kann ja sein, so, ne? I mean, es sind ja alles Konzerne, die vielleicht auch irgendwo miteinander verknüpft sind. Es sind zwar alles Konkurrenten, aber irgendwo gibt es auch viel viel Koop-Gaming, ne? Also es gibt ja auch viele Momente, wo halt Idols miteinander interagieren aus verschiedensten Häusern. Und ich will das nicht abstreiten, dass viele Labels auch von anderen Labels abgucken. Auch was die Dance-Routines angeht, was vielleicht so ein bisschen die Beats angeht, vielleicht auch so ein kleines bisschen die Visuals angeht. Was weiß ich, zum Beispiel, ne, ich musste halt wieder an die Loco-Ära denken aus Itzy. Moment, kann ich mal ganz kurz zeigen. Genau, wir hatten ja als Beispiel, wir hatten hier das hier von Yeji, dieses Herz-Outfit, was so ein kleines bisschen an Jojo-Vibes gegeben hat, so. Und das gleiche, also nicht das gleiche, aber so eine, ja, da ist es auch schon direkt. Und Winter hatte halt auch so ein, das war relativ zeitnah, das war wirklich, ne, Itzy hatte ihre Ära, also ihren Comeback gehabt und kurze Zeit später hat man Winter mit diesem Outfit hier gesehen. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Zufall ist. Ich glaube schon, dass da die Artists irgendwo Inspirationen tatsächlich von anderen Häusern und von anderen Idols und Outfit-Designern schon herzieht. I mean, es ist mir direkt aufgefallen so, ne, ich habe Yeji, also diesen, ne, klar, das hier zuerst gesehen und kurze Zeit später auf Instagram sehe ich dann Winter mit diesem Outfit und dachte mir so, okay, entweder haben beide sich von Jojo inspirieren lassen oder die haben sich halt gegenseitig inspirieren lassen. I don't know. Es ist jetzt nicht 1:1 eine Kopie, aber man sieht die Inspiration, right? Also so viel dazu. Kann sein, dass es vielleicht ein Stückchen Itzy mit dabei ist, aber overall 99% davon höre ich immer noch aespa, ne? Meine Fresse, wenn die nach K-Pop Bang kommen, Alter. Ich sag's euch, ich werde einfach nur happy. Toi, 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 ich habe hier Holz. Ich hoffe einfach nur, dass sie kommen. Drückt mir die Daumen und ich drücke euch auch die Daumen an all die Leute, die auch dorthin kommen und hoffen, dass aespa dabei sein wird. Wie gesagt, wir haben uns die Tickets schon gesichert. Wir haben direkt auch mit der Versicherung das geholt, falls irgendwas passieren sollte, so, dass wir vielleicht die Tickets noch zurückgeben können, so maybe. Würde ich euch empfehlen, Versicherung ist not bad at all, vor allem bei diesen Ticketspreisen ist insane, Leute. Viele warten noch. Habe ich mitbekommen, falls ihr euch wundert, warum noch so viele Tickets übrig sind. Alle warten darauf, dass aespa bestätigt, dass die kommen, so, ne? Also wir hätten das actually auch machen sollen, also ich war auch überspekuliert. Sollen wir warten? Sollen wir jetzt schon kaufen? I don't know. Meine Sorge war jetzt, also meine Angst war jetzt, das Ding ist, ich bin ja jetzt am Vollzeit arbeiten. Das heißt, ich verliere manchmal so auch den Überblick, was gerade aktuell ist, ne, Neuigkeiten etc. Und ich bekomme nicht immer etwas mit, so, ne? Und meine Angst war es jetzt, dass eines Tages, was weiß ich habe jetzt Spätschicht, sagen wir mal, ich bin jetzt gerade am Pennen. aespa kündigt an, dass die kommen, ja, dass die erscheinen werden und weitere Lineups werden angekündigt, von wegen, was weiß ich, als Beispiel, Idol kommt auch, Enhypen kommt auch und was weiß ich auch, wer auch alles kommt, so, ne? Und ich verpenne das, imagine, wache so auf, guckst auf mein Handy und merke das so, oh mein Gott, die kommen, will dann die Tickets holen und es sind keine Tickets mehr da. Das ist meine Befürchtung gewesen. Deswegen habe ich gesagt, fuck off, ich kaufe jetzt die Tickets und wenn die irgendwie absagen sollten, dann entweder verkaufe ich sie weiter oder ich gebe die zurück durch die Garantie oder was auch immer. Ne? Durch die Versicherung meine ich. Das war meine Taktik, das war meine Strategie.
Müsst ihr entscheiden, wie ihr es macht. Entweder wartet ihr, aber seid nicht traurig, wenn die Tickets dann weg sind, so I'm just saying. Also entweder, wie gesagt, wartet ihr, geht das Risiko ein und ne, seid dann aktuell, also ihr müsst wirklich die Augen offen halten, ne? Sobald die ankündigen, sofort die Tickets holen, I'm just saying. Oder halt, wie gesagt, ihr versucht das halt mit der Versicherung. I know, ich weiß, dass man aus solchen Gründen die Tickets nicht zurückgeben kann. Ich weiß, man kann Tickets nicht aus diesen Gründen zurückgeben. Also angenommen, eine Gruppe sagt ab, die Tickets kann man aus diesem Grund nicht durch die Versicherung zurückgeben. Das ist leider so. Aber es gibt Schlupflöcher. I'm just saying. Es gibt Schlupflöcher. Aber ja. Also das soll es dann gewesen sein. Das war meine Reaction. Nochmal meine Bewertung 10 von 10. Gar keine Frage. Absolut 10 von 10. Carina hat meiner Meinung nach die Ära rasiert. Meine Top 3 aktuell sind Girls. Spicy, I guess, und Welcome to My World. Aktuell, ne? Wir reden von aktuell. Das kann sich natürlich immer jederzeit ändern. Aber aktuell, Welcome to My World fühle ich anders, muss ich sagen. Spicy ging auch mega ins Ohr, aber Girls ist gerade aktuell immer noch mega. Also ich hype Girls gerade aktuell immer noch sehr. Also sobald Girls in meiner Playlist erscheint, das wird nicht weggeskippt oder sowas. Aber ja, das sind jetzt vielleicht meine Top 3. Vielleicht noch Dreams Come True. Irgendwo noch zwischen 2 und 3 noch eingequetscht. Weil das verbinde ich halt mit sehr schönen Zeiten, mit sehr schönen Momenten, schönen Erinnerungen. Ansonsten schreibt mir eure Top 3 in die Kommentare. Schreibt mir auf jeden Fall eure Bias aus der Gruppe. Schreibt mir, was ihr von Carina haltet, wie ihr ihre Visuals in dieser Ära findet. Also ich finde, wie gesagt, sie hat es genailt. Beziehungsweise die Artists, ne, die halt das aus dir gemacht haben praktisch. Also Props an die Leute. Also die anderen 3 Girls natürlich auch selbstverständlich, aber es gibt halt immer eine Person, quasi ein Idol aus einem Comeback, die immer diese Ära rasieren muss, so, ne? Wie jetzt zum Beispiel Yeji aus der Loco-Ära, so als Beispiel, so, ne? Oder aus der Cheshire-Ära zum Beispiel Yeji, oder aus der Wannabe. Ach, ihr wisst, was ich meine. Dieses Mal meiner Meinung nach war es halt Carina. Ich bin auf eure Meinung gespannt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, schönen Abend, guten Hunger und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was ein Timing, Junge. I think that's all, oder?